du gehst ja auch, weiß ich nicht, bei Alkohol, gehst du ja auch nicht und sagst, hier, ich habe auf der Straße einen getroffen, der brennt selber Wodka. Von dem habe ich mir jetzt mal 2 Flaschen mitgenommen. Viele haben, die mit diesem Bild von Cannabis aufgewachsen ist, dass es irgendwie, ich sage mal, der Vorhof zur Hölle ist. Und das war für mich so auch mit meinen 3 Kindern, wo ich gesagt habe, mir ist es doch lieber zu wissen, dass sie kontrolliertes Zeug kriegen. Ja. Wo ich weiß, dass das sauber ist und ich werde es nicht verhindern können. Deutschland feiert die Cannabis-Legalisierung, aber hinter den Kulissen wird gerade darüber verhandelt, wie lange sie überhaupt noch gilt. Willkommen beim Mary Jane Podcast. Ich bin Jung, Mitgründerin der Mary Jane Berlin und heute geht es um eine Frage, die kaum jemand offen stellt. Ist die Cannabis-Legalisierung in Deutschland wirklich stabil oder könnte sie schneller verschwinden, als sie gekommen ist? Mein heutiger Gast sitzt genau an der Schnittstelle von Politik, Behörden und Cannabiswirtschaft. Er verhandelt dort, wo aus politischen Ideen echte Gesetze werden. Bei mir ist Dirk Heitebriem, Vice President Government Relations Europe bei Aurora Cannabis und Vorstandsvorsitzender des Branchenverbands für Cannabiswirtschaft. Also ich stelle eine Frage, du kannst eine Frage. Ich kann dir das entweder... Kannst du entscheiden, ob ich deine Karte laut auslese oder du für dich liest und deins schneide ich raus. Aber ich will es einfach, ich habe irgendwie Bock drauf. Du musst Ja, es klar, nicht. ich bin offen für alles. Also ich habe aber, Mi kennt auch meine Kollegin, die hier heute sitzt. Die kennt die und liebt sie. So. Ich mache es einmal vor. Ich ziehe einmal eine und stelle mir die Frage, wie wird die Session mit dir? Verleugne dich nicht selbst, nur um dazuzugehören. Stellst du dein Licht unter den Scheffel oder verbiegst du dich, um von einer Gruppe akzeptiert zu werden? Verbirgst du dein wahres Selbst, um einen Platz im größeren Ganzen einzunehmen? Das wird dir niemals Erfüllung bringen. Es heißt jetzt, deine Bereitschaft zur Echtheit zu prüfen. Stehe zu dir, sei du selbst. Authentizität ist wahrer Selbstausdruck und die einzige Möglichkeit, ein kraftvolles Leben zu führen. Fürchte dich nicht davor, den Platz einzunehmen, den dein Herz dir zuweist. Wenn du dich selbst klein machst, zahlst du dafür einen zu hohen Preis. Dankeschön. Die Nachricht hier. Danke auf jeden Fall, dass du heute hier bist, Dirk. Ich freue mich mega, dass du die Zeit genommen hast. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen. Das ist wohl wahr. Und die Frage, die ich immer als Einstieg stelle, weil es natürlich auch ein Cannabis-Podcast ist, welches Erlebnis rund um Cannabis hat dich am meisten geprägt? Das ist eine... Also ich glaube, für mich das prägendste Erlebnis war dann schon im Job drin, das erste Mal mit Politikern in so einer medizinischen Anlage zu sein. Mhm. Um zu sehen, wie sich so das Mindset eines Politikers, der mit großen Stigmata in so eine Diskussion reingegangen ist und sich sagte, Cannabis ist Teufelszeug. Aber was hast du da genau gemacht? Wo warst du da? Mit wem und warum warst du da? Ich werde es vermeiden, Namen zu nennen. Ja, okay. Also du warst mit Politikern da? Genau, also wir haben ja also als Aurora, für die ich auch arbeite in meinem Hauptberuf, haben wir ja eine Produktionsanlage hier in Sachsen-Anhalt, wo wir medizinisches Cannabis in Leuna herstellen. Und das nutzen wir und haben wir vor allem in der Zeit, als das Cannabis-Gesetz gemacht wurde, 2023, 2024, stark genutzt, um einfach Politikern zu zeigen, was es bedeutet, Cannabis zu produzieren auf einem hohen Niveau, auf einem medizinischen Niveau, auf einem professionellen Niveau. Und das hat wirklich eine Erfahrung, mit denen gehen wir dann in die Pflanzräume rein. Wir zeigen mit den Mitarbeitern, was dort gemacht wird, wie die Produktionsschritte sind. Die müssen sich da alle wie in so einem Reinstraum vorher umziehen, kriegen irgendwie, also alles hochprofessionell. Und das verändert was, weil natürlich wir in einer Gesellschaft, gerade auch in den politischen Entscheidern, viele haben, die mit diesem Bild von Cannabis aufgewachsen ist, dass es irgendwie, ich sage mal, der Vorhof zur Hölle ist. Ne? Das ist genau. Ich mag dieses Wort nicht, deshalb nenne ich es immer der Vorhof zur Hölle, weil der Glaube da ist, ne? wenn du einmal Cannabis konsumiert hast, hängst du morgen an der Nadel. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt
Briefe rausgeschrieben und sagt, übrigens, kommt mal vorbei. Und die haben einfach gesagt, ja, na klar komme ich vorbei. Ja, oder wie? also sowohl als auch. Ne? Also du hast natürlich in der Region ein großes Interesse von Menschen, die da politisch aktiv sind, auch zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ah, okay. Ne? Da ist dann jetzt plötzlich das ist ja bei uns ein Bunker, das ist ja 25 Zentimeter Stahlbeton, der da steht. Mittendrin und du weißt, da stehen Cannabispflanzen drin, aber keiner weiß so genau, was sie da machen. So, ne? Und das haben wir dann halt relativ öffentlich gemacht, also zumindest für politische Besucher oder für die Medien. Und genau, und ansonsten lädst du Leute ein, wo du sagst, wir haben das Interview von Ihnen gelesen, wir geben Ihnen einfach mal die Möglichkeit, bei uns vorbeizuschauen, dann zeigen wir Ihnen mal, wie das wirklich geht. Und eben halt auch Politiker, die mit dem Thema zu tun haben. Ah, okay. Um ihm zu sagen, was ist das? Und die sind ja da auch nach Kanada geflogen aus dem Parlament, um sich das in Kanada nochmal anzugucken, wie das alles. Okay. Also die waren schon offen. Ja, also diejenigen, die das verhandelt haben in der letzten Regierung und im Parlament, die waren schon sehr offen und die wollten das auch verstehen. Ach, cool. Aber wir haben halt auch viele von der CDU da gehabt und eigentlich von allen Parteien, mit einer Ausnahme, über die wir nicht sprechen. Aber grundsätzlich gehört das, glaube ich, auch dazu, dass wir als Industrie Stigmata abbauen, indem wir auch offen zeigen, was wir da eigentlich machen. Und wie hast du gemerkt in den Menschen, dass sich da was geändert hat im Kopf, in der Sichtweise? Na, ich glaube, die meisten haben nur theoretisches Wissen. Ne? Also die haben über Jahre eingebläut gekriegt, Cannabis ist böse. Ja. Das ist sehr, sehr vertieft dann da. Aber in Wirklichkeit haben sie vielleicht mal jemanden gerochen, der einen Joint geraucht hat. Ja. Aber noch nie irgendwie so eine Pflanze gesehen oder noch nie wirklich unter welchen Bedingungen und haben dann im Zweifel im Kopf irgendwelche Berichte von Drogenfahndern, die eine illegale Anlage irgendwo hochgenommen haben, aber eben noch nie wirklich, was bedeutet das? Und dann da zu sehen, da sind junge Leute, aber auch erfahrene Leute, Wissenschaftler in so einer Anlage drin, die eben das wirklich mit sehr viel Erfahrung und Know-how betreiben. Und das hat halt nichts von irgendwie was Schmuddligem oder sonstiges, sondern da wird Medizin produziert für Patienten. Ja. Und das, glaube ich, hat bei vielen einfach so einen Effekt zu sagen, vielleicht ist mein Eindruck davon nicht vollständig. Ja. Und das hilft aus meiner Sicht enorm. Ja. Aber ich frage mich dann auch, weil es gibt ja so Studien, dass irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Jugendlichen sind ja schon einmal in Kontakt. Ich weiß nicht, wann das 10, 20? Also, es ist größer, glaube ich. Also die Prävalenz ist also deutlich. gefühlt die Mehrheit der Jugendlichen und inklusive meine Generation, ich bin in Berlin aufgewachsen, hatte ja schon irgendwo immer Kontakt zu Cannabis. Und ich denke mir dann auch, okay, die haben doch safe alle Kinder. Und man kriegt das ja easy vom Schulhof. Ne? Also ich bin in Berlin aufgewachsen, sorry Leute, es kann doch nicht sein, dass man, ich meine, dadurch, dass es nicht legal war, also war komplett, konntest du ja wirklich an jeder Ecke und du wusstest gar nicht, was drin ist. Es war doch eigentlich viel unsicherer, das Verbot, als jetzt so eine, sage ich mal, Teillegalisierung. Und deshalb habe ich mich gefragt, hast du keine Kinder oder wie war deine Erfahrung oder, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, also für mich war das ja auch der Antrieb, ne? Also der große Antrieb zu sagen, ich habe hier etwas, was verboten ist, das ist aber omnipräsent. Ja. Das ist für jedermann verfügbar, aber gleichzeitig habe ich etwas, was völlig unkontrolliert ist. Ja. Und es ist egal, ob du in der Stadt oder auf dem Land bist. Ne? Auf dem Land weißt du auch, wer das zu Hause anbaut. Und es ist halt ein Beweis für mich für gescheiterte Drogenpolitik. Verfolgung ist halt nicht die Lösung. Das hat sich da ganz doll gezeigt. Über Jahrzehnte hast du etwas Verbotenes als Substanz und die Konsumraten wachsen. Ja. Und das zeigt eigentlich nur, dass es totaler Irrsinn ist, da nicht zu sagen, und das war für mich so auch mit meinen 3 Kindern, wo ich gesagt habe, mir ist es doch lieber zu wissen, dass sie kontrolliertes Zeug kriegen. Ja. Wo ich weiß, dass das sauber ist und ich werde es nicht verhindern können. Ja, das ist leider so, Gottes, Und
Und sie müssen ihre Erfahrung machen. Und dann habe ich es doch lieber, dass es legal ist, dass sie einen Zugang haben, dass sie wissen, was sie da tun und dass sie vor allem auch aufgeklärt werden. Sicherlich hast du wie gesagt, diese Generation Politiker, von denen ich gerade auch gesprochen habe, die einfach, und das kann ich nachvollziehen, über Jahrzehnte damit groß geworden sind, dass Cannabis gefährlich ist und schlimm und überhaupt und wie gesagt, der Vorhof zur Hölle. Ja. Und dann hast du dieses Mindset. Und das ist, glaube ich, in vielen Teilen der Bevölkerung da. Aber es ist halt auch eine Entwicklung da, wo man gesagt hat, es ist halt omnipräsent. Und ob das jetzt verboten ist oder nicht, das hat nichts daran geändert, ob Menschen es konsumiert haben. Und dann kommt einfach auch die Entwicklung über die letzten Jahre hinzu, dass einfach die Erkenntnis stark gewachsen ist, wie vielen Menschen es einfach auch helfen kann. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, wo dann auch in der Politik, das muss man immer Zeit geben, ne? Also Politik dauert, aber wo dann eben auch so ein Umdenken angefangen hat, zumindest in einzelnen Parteien, zu sagen, okay, wir haben alle akzeptiert, dass es medizinisch hilfreich ist. Ja. Jetzt ist halt einfach die Frage, wie können wir auch hier den nächsten Schritt gehen und sagen, wie können wir es so regulieren, dass auch der Zugang für den nichtmedizinischen Bereich da ist. Ist noch nicht optimal, bei Weitem nicht, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Bevor ich nochmal mit dir eintauche, wie jetzt die aktuelle Situation ist, ich habe nämlich gestern gelesen, dass ja Cannabis bis in den 20er Jahren war es ja ganz normal, also war es ja legal, das wurde als Nutzhanf genutzt, als Medizin und dann kam ja so ein internationales Abkommen, dann wurden halt alle Substanzen über so einen Kamm geschert und deshalb verboten. 60er Jahren, ja. Und jetzt sind wir wieder da, den Markt so ein bisschen zu öffnen, aber ich habe mich gefragt, Dick, du bist ja jetzt Vorstand vom Branchenverband für Cannabiswirtschaft. Und ihr seid ja so eng im Kontakt mit der Politik, aber ihr seid, wie alt ist der Verein? Wir sind jetzt knappe 5 Jahre alt, ja. 5 Jahre alt. Du gründest diesen Verein und dann klopfst du bei denen und sagst, übrigens, wir haben jetzt Ahnung und wir möchten jetzt mit euch das Gesetz. Also wie funktioniert das? Weißt du? Ja, also wir hatten natürlich beim Start Mitstreiter, die einfach auch Erfahrung und lange in der Drogenpolitik waren. Also wir hatten Jürgen Neumeier, der leider Gottes vorletztes Jahr verstorben ist, viel zu früh, der seit Jahrzehnten Drogenpolitik innerhalb der SPD gemacht hat, als Geschäftsführer, der da natürlich auch einfach tief drin war und tief die Sachen. Und dann kommt halt hinzu, dass der Verband ja auch aus diesem Momentum entstanden ist, dass das Cannabis als Medizin 2017 in Deutschland legalisiert wurde. Da war dann plötzlich auch ein Interesse am Thema da. Und dann muss man einfach sagen, ist es absolute Kernerarbeit. Ne? Also man fängt klein an, man hat erste Gespräche wo man mit Abgeordneten und Politikern, wo man weiß, da ist ein Interesse. Da waren natürlich die Grünen, da war die FDP sehr weit vorne, das war die Linken sehr weit vorne. Das heißt, ihr habt die gezielt angesprochen und die waren dann offen für Gespräche und dann tun sich die Gespräche so ein bisschen ausweiten und dann wird man dann mehr wahrgenommen. Und dann ist es ja einfach, dann hast du da die Politikprofis halt auch drin sitzen, die eben auch wissen, wie ein Verband funktioniert, wie Stellungnahmen aussehen, wie man professionell halt auch, auf was Politik auch braucht. Und es ging ja immer darum, für uns in erster Linie auch Wissen zu schaffen. Ne? Weil das ist ja die große Krux bei den Entscheidern innerhalb der Politik. Die haben auch so viel auf der Agenda, dass die auch nicht überall immer Experten drin sind. Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe, dort Wissen zu vermitteln, Informationen zu vermitteln. Und ich bin heute echt froh, dass das auch größere Kreise gezogen hat. Also wir sind genauso gut im Austausch mit Patientenorganisationen, mit Ärzten, mit Apothekern, wo du einfach merkst, ne, da geht es auch darum, wie können wir das besser machen? Und dann hast du natürlich auf der gleichen Ebene Leute wie Georg Wirth vom Hanfverband, die das von der aktivistischen Seite auch noch begleiten. Und ich glaube, das macht dann den Unterschied. Und dann ist es immer auch eine Frage des Moments. Ne? Also wann ist der Moment gerade oder das Momentum gerade da, dass man da rangehen kann und das Thema auch positionieren kann. Und das gab es halt mit der Ampel damals. Das heißt, alles Wissen aus der Branche, aus allen Facetten, wird bei euch praktisch gesammelt? Wir versuchen es zumindest, ja.
also so gut es geht. Und dieses Wissen tut ihr praktisch den Politikern wieder übermitteln, damit die Genau. daraus neue Gesetze. Und wir zeigen Wege, die für uns gangbar sind. Wege auch, also ich meine, ne, für Politik ist natürlich auch immer die Frage, ist da irgendwie ein wirtschaftliches Potenzial dahinter? Welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft? Und irgendwann baust du halt auch eine Reputation auf und dann sprechen auch Polizeibehörden mit dir und, cool. Also dann gibt es Austausch auf unterschiedlichen Ebenen und dann ist man halt auch in der Lage. Und dann, glaube ich, ist es auch immer wichtig, dass man dann auch schaut, worin ist so ein Verband, in welchen Themen besonders gut. Ne? Also wir haben auch Verbände, wir sind ja wirklich beim Cannabis-Thema gut aufgestellt jetzt in Deutschland, die eben in anderen Bereichen, also gerade im medizinischen Bereich ist der BPC zum Beispiel ein Verband, der viel aus meiner Sicht noch mehr Know-how in dem Bereich mitbringt. Wir sind viel stärker in dem Thema Nutzhanf, im Thema Genussmittel Cannabis, in Themen wie, was ist da an der Peripherie, ne? Also unsere Hersteller von CBD-Produkten oder Shopbetreiber oder. Crazy. Also wirklich die ganze Bandbreite vom ganzen Markt. Ja, wir versuchen die Pflanze gesamt zu sehen, ja. Sehr wichtige Arbeit auf jeden Fall. Und ich weiß auch, du bist Vorstand von dem Verband, aber eigentlich hast du ja noch einen anderen Job. Hast du denn zwei? Ich habe mehrere Jobs. Wie viele Jobs hast du denn? Ich dachte, ich kenne nur 2 Jobs von dir. Ich bin Präsident im Branchenverband Cannabiswirtschaft. Ich bin Vorstandsmitglied im BPC, das ist der Bundesverband pharmazeutischer Cannabinoid-Unternehmen. Okay, krass. Und ich habe dann noch eine Rolle bei meinem Arbeitgeber, der mich bezahlt, bei der Aurora, wo ich dann für die politischen Beziehungen in Europa zuständig bin. Sind aber alle bezahlt, alle Jobs? Nein. Oder ist nur ein Job bezahlt? Nur ein Job ist bezahlt davon. Alles andere ist klassisches Ehrenamt. Und das ist krass. Was ist deine Motivation, ich weiß nicht, wie viele Jobs es gerade waren, Ehrenamtjob zu haben? Ich mache ja auch noch ein bisschen Politik nebenbei, aber das ist dann eher Hobby. Und du hast ja noch eine Familie zu Hause, 3 Kinder, eine Frau. Also, was ist deine Motivation? Erste Frage, was ist deine Motivation, das zu machen? Zweite Frage ist, wie wuppst du alles eigentlich? Ja, also es ist ein großer Glücksfall für eine Firma arbeiten zu können, die versteht, dass diese Arbeit im Verband Teil meines Berufes ist und dass das hilfreich auch ist. Ja. Da habe ich großes Glück, dass die mir den Freiraum geben. Und die Motivation. Aber das ist krass, weil theoretisch haben die, ich meine, viele Firmen, da hat man ja mal das Bild, die wollen nur Geld machen, die wollen nur maximieren. Und so gesehen haben die ja direkt nichts davon, sondern die machen ja, die schicken dich vor und du machst ja für den ganzen Markt was. Also das. Ja, aber es ist natürlich auch etwas, also ja, natürlich möchten Firmen Geld machen. Darum geht es. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie sieht die Lage in 2 Jahren aus? Wie sieht sie in 3 Jahren aus? Wo können wir uns hinentwickeln? Wie können wir die richtigen Managemententscheidungen heute schon treffen, um auch langfristig da zu sein? Und ich glaube, das ist halt die Grundfrage, die man in so einer Industrie stellen muss. Ist ein Unternehmen da und aufgestellt, um langfristig irgendwie in dem Markt mitzuspielen und erfolgreich zu sein? Oder ist das jetzt ein Unternehmen, das kurzfristig darauf springt, weil der Zug gerade schnell fährt, Gewinne mitnimmt und abspringt? Und das ist etwas, wo ich in dieser Branche wirklich überrascht und froh bin, dass wir sehr, sehr viele Player haben, die das sehr engagiert machen. Und das ist halt eine Entscheidung zu sagen, also wenn du in Politik investierst, also das klingt immer so blöd als dieses Lobbyisten-Dasein, aber eben zu sagen, ich möchte auch wissen, was passiert und ich möchte auch mitgestalten in der Zukunft, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass ein Unternehmen langfristig erfolgreich sein möchte. Und das geht halt nur, und gerade in so einem Bereich, der hochreguliert ist, geht es halt nur, indem ich auch einen Austausch mit Entscheidern, mit auch Behörden habe und ein Vertrauensverhältnis und sagen kann, okay, da geht auch mal was schief. Ja, und das ist ja auch eigentlich ein hohes Risiko, in sowas zu investieren, weil, wie gesagt, Regulierungen da sind und die kann man nicht immer vorhersehen. Und da muss man halt auch irgendwie Bock und Lust drauf haben, sich damit auseinanderzusetzen. Also zum einen weißt du, okay, du hast einen Arbeitgeber, der dich da auch unterstützt, ne? Da hast du jetzt einen Job, aber du hast dann noch irgendwie 3 Ehrenamtjobs. Ja, vieles läuft ja auch dann einfach tagsüber im normalen Arbeitsleben. Also und natürlich, ich glaube, der Motivationsfaktor für mich war, ich
wollte also ich bin Politik-Nerd immer schon gewesen. Und ich wollte gern in einem Bereich aktiv werden, wo man nochmal etwas komplett verändern kann. Und das ist in der Politik eigentlich der absolut seltenste Fall. Ne? Also oftmals geht es in der Politikarbeit um, okay, drehst du jetzt an der Schraube noch 2 Millimeter nach rechts oder nach links? Ne? Das hat dann auch einen Impact. Ja. Aber Cannabis war halt so ein Thema, wo die Chance da war oder die Möglichkeit zumindest theoretisch da war, es von links auf rechts zu drehen. Ne? Zu sagen, cool, ja. wir sind in einem Verbotssystem und wie können wir das hinkriegen, dass wir da in eine Situation kommen, wo langfristig, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir schon am Ziel sind, wo wir langfristig halt einfach Konsumenten, Patienten, Produzenten aus der Illegalität rausnehmen, Mehrwert für die Gesellschaft schaffen, aber eben, also was auch Steuern und sowas angeht. Ne? Da muss man sich immer überlegen, dass ein Schwarzmarkt natürlich boomt und keinerlei Abgaben oder Ähnliches hat. Ne? Aber auch gleichzeitig eben eine Sicherheit durch Kontrolle, durch Cannabis zu produzieren ist jetzt kein Hexenwerk, aber Cannabis hoch rein zu produzieren, ohne Zusatzstoffe und immer die Qualitätsanforderungen auch zu machen, das ist halt, ne, das kostet halt auch und ist halt etwas, was die Konsumenten verdienen auch. Ja, das heißt, du machst das, weil zum einen bist du ein Politik-Nerd, zum anderen wusstest du, okay, jetzt kann ich wirklich was mitgestalten, von null auf, was auch der Gesellschaft Mehrwert bringt in dem Sinne. Ich mache, also für mich ist es, klar muss ich auch Geld verdienen und die Familie, aber ich hab immer schon Dinge gemacht, wo ich hinterstehen musste. Ich könnte nicht für Bereiche arbeiten, wo ich sage, finde ich nicht spannend. Also für mich war es immer wichtig, politische Themen anzugehen, wo Veränderung notwendig ist. Hast du noch so eine persönliche Bindung zu der Pflanze? Wenig. Also ich komme überhaupt nicht aus dem Umfeld. Das war, also, ja, natürlich, also, ne, auch als Jugendlicher hat man es probiert, war nie meine Welt, bin ich da ganz ehrlich. Aber ich habe auch nie ein Problem damit gehabt. Ne? Also, aber ich hatte jetzt keinen inneren Antrieb für die Pflanze. Ich habe eher, bei mir ist so ein Gerechtigkeitsding ganz tief verankert, wo ich mir immer gesagt habe, das ist so absurd, dass ich mit 16 mir Bier im Laden kaufen darf und und rauchen darf irgendwann. Und aber wenn ich einen Joint rauche, theoretisch eingesperrt werden kann dafür. Das ist so, das war für mich einer der Antriebe, wo ich gesagt habe, da läuft irgendwas nicht richtig. Also da ist dein Gerechtigkeitssinn, das ist ziemlich schlimm. Was meinst du schlimm? Wo zeigt sich denn noch dein Gerechtigkeitssinn? Dass ich wirklich, ich hab Schwierigkeiten mit Situationen, wo Unrecht passiert. Ne? Und das ist sowohl in Bereichen, wo du überhaupt keinen Einfluss hast, sei es irgendwie Schule oder sowas. Ich habe auch ganz oft Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich auf der Straße irgendwelche sich prügelnden Gruppen dazwischen gegangen bin, ohne irgendwie wirklich sinnvoll drüber nachzudenken. Also das ist, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es ist so ein ich kann ganz schwer damit umgehen, wenn ich das Gefühl habe, da ist eine große Ungerechtigkeit. Und gerade wenn du politisch aktiv bist, hast du so viele Themen. Also ich habe ursprünglich mal Bildungspolitik als Thema für mich gehabt. Ich habe ganz früh mit tollen Menschen gearbeitet, die sich um den Abtreibungsparagraphen gekümmert haben, der immer noch nicht gelöst ist. Und das sind halt so schreiende Ungerechtigkeiten, die mich einfach mitnehmen. Bist du Batman oder was? Ja? Nee, Batman der Cannabis-Szene, Leute. Überhaupt nicht, aber das ist, also ich glaube, jeder hat so einen Triggerpunkt, der einen in bestimmte Richtungen pusht. Und für mich war das schon immer. Seitdem du klein bist? Ja, immer. Nenn mir mal so ein Beispiel aus deiner Kindheit, wo du schon gemerkt hast, boah, das muss hier aber gerecht sein. Ich kann dir ein gutes Beispiel geben. Ich bin ja in Brandenburg aufgewachsen, da ist man nach der 6. Klasse ins Gymnasium gekommen. Ja. Und ich war, glaube ich, in der 7. bis 13. war da im Gymnasium und ich
bin über irgendeinen Zufall schon in der 7. Klasse in der Schülervertretung für die Schule gelandet. Ja. Und habe da dann irgendwie in der Schulkonferenz gesessen. Und ja, und das habe ich über die gesamte Zeit mitgenommen, weil ich wieder wahrscheinlich bei irgendeinem Thema, wo ich gesagt habe, das geht so nicht, wieder meinen Mund nicht halten konnte. Ja. Also eins habe ich gelernt über die Zeit, ne? Ich kann öfter mal meinen Mund halten und mir Wege suchen, die sinnvoller sind, um Themen anzugehen. Aber das hat mich immer in Situationen gebracht, wo plötzlich ich dann in irgendwelchen Runden saß und dann nach dem Motto, naja, wenn du schon ein Problem damit hast, dann helf auch zu lösen. Ja, das ist aber ein sehr, sehr gutes Mindset, Dirk. Das sich aufregen, Groll haben, Wut oder was auch immer man hat. Wut habe ich selten. Ja, aber das ist gut, dann kannst du ja klar denken. Aber wirklich, es gibt ja Menschen, die regen sich so krass auf und wollen sich eigentlich nur aufregen, aber wollen auch nichts dafür tun. Aber das ist ja wieder für mich Ungerechtigkeit, ne? Also für mich die Frage, die ich mir ja dann immer stelle, ist, wenn ich mich jetzt drüber aufrege, Ja. habe ich ja nichts davon. Richtig. Also wenn ich das falsch finde und doof finde und dann muss ich auch was machen. Also es gibt so Diskussionen wie, würde man auswandern, wenn irgendwie die falsche Partei an die Macht kommt oder sowas? Ja? Wo ich sage, das steht für mich gar nicht zur Debatte, weil wenn ich das falsch finde, muss ich doch was dagegen machen. Ich kann doch nicht sagen, ja, dann macht doch euren Scheiß alleine. Du wärst dann an der Front und sagst, nein, wir drehen das hier Ich wieder. hoffe nicht, dass wir da jemals hinkommen. Okay, krass. Also dein Gerechtigkeitssinn, das ist der dich auch antreibt. Und deshalb bin ich damals auch also ich habe ja angefangen in der Politik und ich habe dann relativ schnell aufgehört, wirklich aktiv in der Politik zu arbeiten, weil ich halt zu der Zeit für mich auch klar gesehen habe, dass ich gar nicht so viel bewegen kann. Mhm. Beziehungsweise, dass es viele Jahre dauert, bis man in einer Position ist, dass man wirklich was bewegen kann. Mhm. Und dann bot sich für mich halt die Chance, ich sage immer, auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln. Was ist denn die dunkle Seite? Die andere Seite der Politik. Das ist im Prinzip die Interessensvertretung für Unternehmen. Ja. Ne? Und da zu sehen, dass du da dann doch wirklich viel bewegen kannst, weil es dann einfach oftmals darum geht, wie wirtschaftlich sich ein Land weiterentwickelt oder wo sind Potenziale, die noch zu heben sind. Ja. Das hat für mich auch nichts damit zu tun, irgendwie Politik ungerechtfertigerweise zu beeinflussen, sondern ich finde, es ist von allen Interessensgruppen wichtig, dass ein Politiker weiß, worüber er entscheidet. Ja. Und deshalb ist das auch für mich absolut legitim und es zeigt sich halt einfach, und ich habe in der Vergangenheit von den, weiß ich nicht, von Milchbauern bis Hightech-Unternehmen alles gemacht und du hast dann immer, und das hat mir dann Spaß gemacht, dass man wirklich zeigen kann, okay, du kannst Informationen gut verteilen, du kannst Menschen also zumindest davon versuchen zu überzeugen, dass die Sichtweise, die man selbst hat, die richtig ist. Und ich eben auch gemerkt habe, Politik braucht das. Ja. Und jetzt können wir nämlich zu der einen Frage hin. Wo stehen wir denn gerade, Dirk? Wenn du es für den Laien einfach mal erklärst, für den Anfänger. Und was ist das große Problem, was wir da gerade haben? Oder wenn es überhaupt ein Problem gibt oder eine Herausforderung. Ich würde mal ganz global anfangen. Ja. Wir sehen weltweit über die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre ein Umdenken, was den Umgang mit Cannabis angeht. Ja, das ist gut. Das heißt aber nicht, dass es jetzt alles liberal wird und Kanada, also alle hatten gedacht, Kanada wird das Vorbild und alle machen das liberal. Das hat sich nicht gezeigt. Also komplett legal mit Lizenzgeschäften und so. Das ist im Prinzip immer noch die Insel, die es da gibt in Kanada. Aber was wir eben sehen, ist, dass ein langsames Umdenken stattfindet, was das Potenzial von Cannabis angeht. Einfach, weil auch die Menschen das einfordern. Also das, was man halt ja nicht sieht, ist, dass einfach viele Menschen über Jahrzehnte sich selbst therapiert haben. Und sei es von Schmerzen, sei es aber gerade, also immer wieder spannend, gerade im Bereich Endometriose oder sowas oder ADHS, wo ganz viele einfach schon über Jahrzehnte sich vom Schwarzmarkt bedient haben, weil es ihnen geholfen hat. Und das wird zunehmend
auch global verstanden. Es wird immer Länder geben, wo das nicht so vorangeht, aber wir sehen die Bewegung in Europa, da ist Frankreich jetzt ein bisschen, da ist Spanien, wir sehen die ganzen südosteuropäischen Länder, die in die Richtung gehen. Wir haben gesehen, dass Australien aufgemacht hat, Neuseeland, wir sind in Südamerika. Also wir sehen da eine Bewegung, die geht aber erstmal immer hin zum Medizinischen. Genau, es beginnt immer beim Medizinischen und irgendwann geht es in den Freizeitbereich. Und da fällt mir doch eine Zwischenfrage ein. Ich sehe manchmal diese Diskussion, weil das ja teilweise verwässert. Also es gibt den Freizeitkonsumenten und den medizinischen Konsumenten. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass der Medizinkonsument, der wird immer richtig ernst genommen, aber der Freizeitkonsument wird immer so ein bisschen belächelt, wo ich mir aber denke, natürlich gibt es Leute, die wollen sich nur wegschießen, aber es gibt so viele Leute, die heutzutage so gestresst sind, gar nicht mehr runterkommen, sich gar nicht mehr selbst regulieren können und irgendwo diese eine Me-Time haben und rauchen, um runterzukommen. Und heutzutage, ich meine, meine Generation vor allem tut sich mega mit Mental Health, Gesundheit, Burnout und so beschäftigen. Das aus meiner Sicht, und ich bin sowieso eher der Typ, dass ich sage, jeder Mensch ist eigentlich im Grunde im Kern her gleich, dass Freizeitkonsumenten ja theoretisch auch ihren Grund haben, warum sie konsumieren wollen und können. Also ich würde nicht sagen, dass wir heute noch in einer Situation sind, wo irgendwie der Konsument belächelt wird. Wir haben, glaube ich, gerade in Deutschland jetzt auch über Parteien hinweg, auch innerhalb der Union gibt es ausreichend Menschen, die, glaube ich, das verstanden haben. Die Überzeugung, dass es wichtig, also dass wir es nicht dass sie es nicht loswerden können und dass es wichtig ist, dass man es in regulierte Bahnen, da bin ich auch ein großer Fan von. So, aber, und das ist das große Aber, wo ich auch immer versuche, um Verständnis zu werben. Revolutionäre Umbrüche funktionieren selten gut. Und immer in dem Punkt, wenn etwas komplett geändert wird, muss man sich klar sein, dass Menschen, die über Jahrzehnte die Ansicht vertreten haben, dass es gefährlich für die Gesellschaft, für die Jugend ist, diese Meinung nicht von heute auf morgen ändern können. Gebt ihnen Zeit, sich damit zu befassen, die Erfahrung zu machen. Ich glaube, und das war für mich einer der Punkte im letzten Jahr, den ich auch viel benutzt habe. Die Mary Jane im letzten Jahr war für mich ein super Beispiel, zu zeigen, du kannst eine Veranstaltung haben, wo kein Alkohol ausgeschenkt wird, wo aber konsumiert wird und es bleibt total friedlich. Ja. Das sind aber Erfahrungen, die gemacht werden müssen. Es muss auch die Erfahrung gemacht werden, die Gesellschaft bricht nicht zusammen, siehe Kanada, nur weil du Cannabis legalisierst. Das sind Annahmen, die wir haben und Überzeugungen, die wir haben. Aber in der Politik muss auch dieser Prozess hinzu, okay, das ist etwas, damit können wir leben. Da gewöhnt sich die Gesellschaft auch dran, die machen also da geht es dann auch um die nächste Wahl. Ne? Ist das noch ein Thema? Ist das wirklich, macht das einen Ausschlag? Ja. Und es gibt einfach viele Menschen in diesem Land immer noch, die halt ein sehr negatives Bild von Cannabis haben. Und die Zeit, glaube ich, müssen wir geben. Und ich glaube, die Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Aber eins ist ganz klar, die Entscheidung, die wir 2024 gekriegt haben, die war so wichtig, weil es erstmal ein Flock eingeflockt ist. Es ist jetzt erstmal, wir haben einen anderen Weg beschritten. Das kriegst du nicht mehr zurückgedreht. Das ist politisch ganz normal. Das ist immer so Wellenbewegung. Ne? Es gibt immer dann wieder das Interesse zu gucken, wie kann ich mehr regulieren. Und das sehen wir natürlich jetzt. Ja, also es gibt ja aktuell entweder wenn du medizinisches Cannabis als Patient kriegst du das über deinen Arzt und eine Rezeptapotheke und als Freizeitkonsument über den Social Club aktuell. Anbauvereinigung, oder Selbstanbau. Oder Selbstanbau, was natürlich auch schön ist, habe ich auch probiert. Haben viele probiert. Wir waren überrascht, wie also die Verkaufszahlen von Cannabissamen sind durch die Decke gegangen im letzten Jahr. Krass, weil ich habe es aus Neugier, weil ich rauche ja eigentlich nicht, aber es hat dann voll Spaß gemacht. Ich habe auch mir meine 3 Pflanzen in den Garten gestellt, einfach aus Prinzip, auch wenn ich damit nichts anfange. Aber ich finde es auch eine wunderschöne Pflanze und total spannend. Also das war voll krass, weil wir sind ja im Haushalt 2 Erwachsene und wir hatten 2 und 2 Pflanzen. Und 2 waren in der Growbox und habe ich so richtig viel Liebe reingesteckt und jeden Tag reingeschaut und weil ich auch gesehen habe, man soll auch mit denen reden und so, habe ich natürlich auch gemacht. Und 2 auf dem Balkon waren so, oh ja, mit denen habe ich
habe ich nicht so viel Liebe reingesteckt und wirklich die in dieser Box, das war eine richtig gute Ernte. Ja. Ne? Für meinen allerersten Grow, wo ich so Leuten das erzählt habe. Und da habe ich gemerkt, krass, das ist auch was Schönes, so eine Pflanze, weil normalerweise sterben Pflanzen bei mir immer, wenn ich ehrlich bin. Also hast du auch einen Antrieb, dass sie überlebt. Ne? Ja, und dann habe ich so einen Antrieb, weil da ist so eine Blüte und ja, und da habe ich voll viel Liebe reingesteckt in meine Ernte und mein Mann durfte es natürlich rauchen und das war natürlich sehr schön, da war sehr Liebe in diesem Glas drin und ja, okay, krass, dann weiß ich war nicht die Einzige, die das Nee, also das war groß und es ist auch spannend, was da für Unternehmen zum Teil entstanden sind. Ich habe dann immer, es gibt in Sachsen-Anhalt einen Hersteller, ich glaube aus Quedlinburg, Gutmut Saatgut. Und die haben als Slogan, wir haben die Cannabis-Samen für die Generation eurer Eltern. Wir haben die Cannabis-Samen Für die Generation. Die machen das, ihr müsst euch die mal angucken. Das ist wirklich, also das ist Mitglied bei uns im BVCW. Ja? Ich mag die unglaublich gern und das ist so ein alteingesessenes Saatgut-Truppe und die machen ganz tolle Cannabis-Samen also mit der Zielgruppe eher so die gestandenen Leute. Habt ihr irgendwie eine Umfrage oder eine Studie, die jetzt selbst angebaut haben, waren das vor allem ältere oder jüngere oder wissen wir es nicht? Das ist ganz schwer, also ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass das durch die Bank weg viel gemacht wurde. Ne? Also und du auch deine ja, 3 Pflanzen im Garten, die du hattest. Genau, aber also die sind nie zur Ernte gekommen, leider. Da war es, einfach, die habe ich zu spät gepflanzt, aber es ist alles. Okay, aber die sind immer noch da, aber die haben halt keine Blüten. Genau. Die stehen da und werden nächstes Jahr, wird es nochmal versucht, ein bisschen früher. Aber nee, ich hab da auch kein Interesse an der Ernte. Das ist für mich eher wirklich die Freude, da auch nochmal eine andere Pflanze zu ziehen. Und wie gesagt, ich sehe halt die Cannabis-Pflanze für mich noch viel stärker. Ich glaube, der ganze Bereich Nutzhanf ist ein riesiger Bereich, den wir in Deutschland immer noch sträflich vernachlässigen. Wir haben, also sowohl für Bauern und ähnliches, und ich finde, diese Pflanze ist so einzigartig, je tiefer man sich damit beschäftigt. Du kannst alles davon nutzen. Und es hat alles einen Mehrwert für die Gesellschaft. Also von Wurzel bis Blatt bis... Genau, du kannst im Prinzip aus die Blüten kannst du entweder konsumieren oder du kannst aus den Samen dann des Nutzhanfes Hanfsamen gewinnen. Du kannst die Pflanzen für Rohstoffgewinnung, also sei es für Leinen, also für Hanfleinen, für Baustoffe, für Dämmstoffe, wir hatten Plastikersatz, wir hatten schon gesehen, es gab mal, ich glaube, BMW war das, die hatten einen ihrer ersten Elektrofahrzeuge, die hatten ganz viel der Innenausstattung mit Hanf gemacht. So, ne? Also das Potenzial ist riesig, das ist gut für die Böden, da ist so viel Möglichkeit drin und da ist auch so viel Interesse, dass ich glaube, da verpassen wir gerade noch mal noch einen wichtigen Teil. Ja. Und das hat für mich ja über die Zeit einfach das Interesse am Cannabis-Thema noch weiter geweckt, weil für mich klar geworden, okay, das ist nicht nur was für Patienten, das ist nicht nur was für Konsumenten, aus welchem Grund auch immer, sondern da ist auch noch ein riesiges Potenzial für Landwirtschaft, für Industrie und so weiter da. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was aber da bin ich dann Politik erfahren genug, um zu wissen, das braucht Zeit. Das geht in die richtige Richtung. Und wenn jetzt nicht die Welt völlig in sich kollabiert und wir doch nochmal gut aus der Nummer hier alles rauskommen, glaube ich, hat das auch alles eine gute Zukunft. Was ist denn die aktuelle Herausforderung? Weil du sagst immer, es braucht Zeit, weil weil es natürlich eine gewisse Gruppe von Menschen gibt, die dachten, okay, wir legalisieren und jetzt ab morgen gibt es Lizenzgeschäfte, was es eben nicht ist. Genau. Was ist die Herausforderung? Also ich glaube, die größte Baustelle des Gesetzes, dass wir diese zweite Säule, die da angedacht war, also zu sagen, also die Lizenzgeschäfte. Genau, dass das nicht in richtige Bahnen gelenkt wurde. Also es wurde relativ schnell klar, dass wir diese Geschäftsstrukturen in Europa heute noch nicht abbilden können. Einfach weil es europäisches Recht schwierig macht. Und aber man hätte eben von Anfang an sagen können, okay, lass uns diese Modellprojekte, also wir sehen das in der Schweiz, die machen das, die haben diese Modellprojekte. Wir sehen das in Teilen in den Niederlanden. Also Modellprojekte, wo praktisch ein Lizenzgeschäft eröffnet wird und guckt, wie das... Genau, das wird wissenschaftlich begleitet, dann wird
so, dann hast du irgendwann Daten und Fakten, auf denen du Entscheidungen treffen kannst. Ich glaube, das ist schade, das ist ein Problem, was wir lösen müssen politisch. Ich sehe im Moment da nicht so viel Unterstützung, weil nicht alle Parteien in der Regierung da sehr offen für sind. Ja. Aber es ist natürlich etwas, an dem wir weiter arbeiten wollen und an dem wir auch langfristig hinkommen müssen, weil ich glaube, das vice versa macht halt auch den Druck auf auf den medizinischen Bereich, dass das Gefühl da ist, da bedienen sich jetzt Konsumenten im medizinischen Cannabis-Bereich mit Cannabis, wo ich sage, können wir das nicht belegen, aber gehen jetzt mal von aus, dass das ein Teil so ist. Zeigt aber ja vor allem das Interesse der Konsumenten. Ja, aber warum machen die das? Also gibt's keine Mitgliedschaft in ihrem Na, aber es ist ja nicht für jeden. Das ist ja der Anbauverein ist eine tolle Sache. Ja. Wir haben da tolle Leute, aber das ist ja nicht für jeden das Richtige. Ne? Möchtest du das ist ja in deiner Situation, willst du Mitglied in einem Verein werden, wo du eigentlich auch mitarbeiten musst und dann ne? Ach, da soll man mitarbeiten. Ja, klar. Da gibt es so richtige Pflichten. Ja, das ist halt ein Verein, ne? Das ist dann nicht nur zahlendes Mitglied oder sowas, sondern in der Regel sollst du da auch eine Aufgabe übernehmen. Das ist auch im Gesetz so vorgesehen. Oh, okay. Und es ist halt ein Modell. Ich glaube aber, für viele ist es halt einfach auch gerade für Gelegenheitskonsumenten, die dann das halt ist voll unbequem. Ne, die dann sagen, ich möchte jetzt, mir ist diese Woche danach und ich würde gerne mir irgendwo im Zweifel sogar ein Pre-Rolled Joint holen und mich bei mir zu Hause im Garten setzen und mir einen schönen Abend machen. So, das Element fehlt halt noch. Und also die Gruppe wird aktuell nicht abgebildet, aber gleichzeitig sind es ja von den Freizeitkonsumenten wirklich die Mehrheit, ne? Die Gelegenheits. Ja, gehe ich fest von aus, ja. Das heißt, für die gibt es momentan, also Anbauvereinigung, sagst du selbst, das ist zu umständlich. Also ich lade jeden dazu ein, da mitzumachen. Ich glaube, das ist super. Und wir haben tolle Leute, die das auch vorantreiben. Ne? Also wir selbst haben im Verband einen Tochterverband quasi, ist kein Verband, ist eine Bundesarbeitsgemeinschaft, wo wir die Anbauvereinigungen mit betreuen. Ja. Und da sehen wir einfach, dass da auch tolle Leute sind und viel Engagement dahinter. Aber es ist halt nicht für jedermann die Lösung. Ne? Und was machen die anderen, die sagen, das ist nicht meine Lösung? Hypothetisch? Ich meine, da gibt es dann, ne, also die erste Frage ist, wie viele dieser Leute therapieren eigentlich etwas bei sich? Ja, also ne, das ist diese Frage, die wir nicht beantworten können. Aber mir geht es genauso. Ne? Ich denke auch viele. Und dann ist es eben die Frage, finde ich einen Arzt? Das ist im Moment sehr unreguliert, sagen wir mal, die Telemedizin-Plattform. Und ich glaube, auch für den medizinischen Bereich ist es wichtig, dass da eine klare Regulierung dahinter ist. Und die ist noch nicht klar genug aus deiner Sicht? Ich würde es so beschreiben, wenn ein Markt extrem erfolgreich ist und mit der Stärke gewachsen ist, wie der Medizinalcannabismarkt im letzten Jahr, verlieren Behörden und Politik Kontrolle. Und und die müssen wir ihnen wiedergeben, dass sie zumindest sehen können, was passiert dort. Und was war so unklar bisher? Naja, wir haben halt diese Telemedizin-Anbieter, die da sind. Und natürlich ist es eine Frage, die man sich stellen muss, kann man über einen Fragebogen Cannabis verschreiben, ja oder nein? Das ist, und wenn wir das jetzt wirklich ernsthaft betrachten, ist es halt ein pharmazeutisches Produkt, ist es ein Medizinbereich und da muss man sagen, das ist zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen. Es sollte halt schon irgendwie mal eine Anamnese von einem Arzt gemacht werden und das sind wir jetzt in der Diskussion, das Gesundheitsministerium würde gerne alles, was Telemedizin angeht, bei Cannabis abschaffen, blockieren. Okay. Weil die jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht haben, ja? Genau, also das ist der Gesetzentwurf, der gerade verhandelt wird. Also das heißt, man konnte sich in dieser Plattform, also für die Leute, die sich gar nicht auskennen, man konnte sich da registrieren, einen Fragebogen ausfüllen und dann gab es ein Rezept. Das ist halt etwas, wo man herzlich drüber diskutieren kann, ne? Wo ich jetzt auch hier überhaupt keine Schwarz- oder Weiß-Position einnehmen will, aber es ist halt klar, dass es politisch nicht so gewollt ist. Ja. So, und das muss man, glaube ich, dann akzeptieren.
dass da ein Problem ist. Und jetzt muss man aber, das ist dann unsere Aufgabe, auch mit der Politik suchen, was ist denn ein gangbarer Weg? Was macht denn Sinn? Weil ein Komplettverbot von Telemedizin ist im Jahr 2025, glaube ich, nicht irgendwie was Sinnvolles ist. Und vor allem. Haben wir nicht 26? Du hast völlig recht. Ne? Und da muss man jetzt einen Mittelweg suchen. Und in der Politik geht es immer darum, Kompromisse zu finden, Mehrheiten zu finden. So. Ja. Und da geht es dann, okay, können wir zum Beispiel sagen, also das Bundesgesundheitsministerium wollte, dass man einmal im Jahr als Patient vor Ort in der Praxis beim Arzt auftauchen muss. Und wir sagen, das ist doch, also erstens ist das für die Ärzte jetzt auch nicht prickelnd, wenn dann, ne? Zweitens ist es doch gerade auch für Patienten, die irgendwie auf dem Land wohnen, wo es schwierig ist, irgendwie Termine bei einem Arzt zu kriegen, nicht sinnvoll oder Mobilitätseingeschränkte. Aber auch grundsätzlich sollte es Möglichkeiten geben. Und es gibt sehr gute, zuverlässige Telemedizin-Plattformen, die das über eine Videosprechstunde abbilden. Ja. Wo du dann halt einmal im Jahr mit deinem Arzt per Videokonferenz verbunden bist und da eine Anamnese und eine Empfehlung stattfindet. Und dann soll das auch funktionieren. Und da das ist jetzt die Diskussion. Die aktuelle Diskussion für medizinische. Wie können wir das ist halt jetzt der Prozess, der gerade stattfindet. Heute, wie gesagt, heute Nachmittag ist die Anhörung im Bundestag. Ja. Und dann schauen wir mal, was hinten Das ist krass, weil so viele Details, also dass man sich sogar darüber Gedanken machen muss, ob man überhaupt Fragebogen oder nicht, Video oder nicht, dann einmal im Jahr ankommen oder nicht. Das sind ja krass viele Details, mit denen ihr euch auseinandersetzt, die ihr diskutiert, und das gibt nochmal einen anderen Weg, weil ich natürlich auch mitbekomme, viele wollen Säule 2, ich will die vollkommene Legalisierung, aber wie gesagt, wir sind ein großer Apparat, und so einen großen Apparat ins Rollen zu bringen, ist das schwierig. Und wenn ich jetzt mal auf mein persönliches Leben schaue, Veränderungen bei mir sind ja manchmal schon richtig schwer, weil ich so gerne in meiner Komfortzone bin und lieber nicht neue Sachen machen, weil es halt anstrengend ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt bin ich nicht alleine, sondern sind Millionen andere Leute, und natürlich dauert es. Ja, das hat ja alles und die Herausforderung ist ja immer, den Effekt noch auf andere Bereiche zu sehen. Ja. Dann redest du zum Beispiel, weiß ich nicht, mit der Polizeigewerkschaft. Und die sagen dir, grundsätzlich finden wir es ja ganz gut, wenn Cannabis legalisiert ist. Aber die und die Punkte sind für uns halt wichtig. Dann kommen irgendwie, weiß ich nicht, die Krankenversicherungen und sagen, die und die Punkte sind uns wichtig. Ja. Dann kommen die Ärzte und so weiter und so fort. Ne? Und das sind überall unterschiedliche. Da kommt der Schülersprecher Dirk wieder. Genau. Und überall versuchst du, so, nicht jeder kann erfolgreich sein. Ne? Also das muss man auch immer sagen. Aber es ist halt auch, ich kann nur sagen, mein Gefühl ist, der politische Wille grundsätzlich ist da, Cannabis anders zu sehen. Ja. Das haben wir da auch gesehen. Aber es ist halt, wir haben jetzt eine Konstellation, wo CDU und SPD die Regierung stellen. Und es ist ganz klar, dass in der CDU Cannabis noch nicht irgendwie ein Lieblingsthema ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wir haben praktisch durch die Anbauvereinigung, sage ich mal, den Cannabis-Enthusiasten, der sich da anmelden kann und sein Cannabis beziehen kann. Und dann gibt es noch diese medizinischen Cannabis-Patienten. So, was würdest du denn jetzt, was wäre deine Traumvorstellung für diesen Gelegenheitskonsumenten? Also nicht nur Traumvorstellung, ich bin da ganz klar, die Forderung an die Politik ist, gebt uns diese Modellprojekte. Wir haben Städte und Gemeinden in Deutschland, die sich darauf beworben haben. Und das ist jetzt nicht irgendwie Klein-Kleckersdorf, sondern wir haben Berlin sogar. Wir haben in Berlin Projekte, die sich beworben haben. Wir haben Frankfurt, wir haben Hannover, wir haben in Hamburg, glaube ich, war so, ne? Also es sind einige, die da sind, die haben große Konzepte mit Universitäten, mit Industriepartnern ausgearbeitet, und die sind alle abgelehnt worden. So, und das ist das, wo ich sage, lasst es uns doch wenigstens in so einem Setting, was Unterstützung der Stadt hat, was Unterstützung einer Wissenschaft hat, was die Unterstützung der Industrie hat, lasst es uns doch wenigstens ausprobieren. Und wir sagen, das geht 5 Jahre, dann haben wir die Daten. Und wir sehen das in der Schweiz. Es funktioniert. Und die Ergebnisse sind sehr, sehr gut. Ja. Und das ist das, wo ich sage, eigentlich ist es doch der richtige Weg, zu sagen, wir probieren das in einem geschützten Setting aus. Ja. Und dann können wir in 5 Jahren, in 10 Jahren, weiß der Geier wann, das ist mir, ich weiß, dass sowas Zeit kostet, darüber entscheiden anhand von Daten, anstatt anhand von Gefühlen zu entscheiden. Und das Gefühl im Moment ist halt einfach,
bei vielen noch nicht da, dass sie sagen, oh, dann habe ich da so ein Cannabisgeschäft in der Straße und dann muss ich ja sicherstellen, dass da irgendwie kein Minderjähriger reinkommt oder sowas. Ne? Okay, also sagst du, das sind jetzt keine, ich habe irgendwie gelesen, das sind europäische Regelungen, die noch im Weg stehen. Ja, das auch, aber das ist aber vorrangig Themen, die man dann, also auch europäische Regelungen kann man verändern und europäische Regelungen kann man am besten verändern, wenn man eine gute Argumentationsgrundlage hat. Also du sagst, der Wille ist einfach noch nicht da, diese Modellprojekte. Noch nicht bei allen. Ne? Okay. Und es ist halt einfach, ich glaube, also wir sind jetzt über die seit 2017, das sind ja jetzt auch schon, es sind ja auch schon 9 Jahre, sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo in der Breite in der Politik akzeptiert wird, dass Medizinalcannabis wichtig ist. So, das hat also einfach mal 9 Jahre gedauert, bis wir an diesem Punkt so sind. Ja. Also das war schon vorher, aber ich sag mal, ne, und das ist halt, die Zeit wird es auch noch mal brauchen bis dahin. Aber ich glaube nicht, dass wir, wenn unsere Gesellschaft so weiter existiert als freiheitliche Gesellschaft, dass wir in eine Situation wiederkommen, wo Cannabis verboten wird. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Und ich glaube, das wäre ein Rückschritt, zumindest in der aktuellen politischen Konstellation, den ich nicht sehe. Das heißt aber, die vollständige Legalisierung inklusive Lizenzgeschäfte, würdest du sagen, das ist nur eine Frage der Zeit? Es ist eine Frage der Zeit, aber Zeit ist da ein dehnbarer Begriff. Also, was wäre so deine persönliche Einschätzung? 10 Jahre, 15? Also ich sag mal, ganz klar, ich sehe das in dieser Legislaturperiode nicht. Also die geht wir haben bis 29. Aha. Das glaube ich nicht, dass es mit einer CDU, der aktuellen CDU da geht. Auch da muss man gucken, ne? Auch die verändern sich. Auch da gibt es andere Personen, die dann da nachrücken. Aber ich glaube, dass das wird irgendwann rein faktisch kommen. Mhm. Weil es sich zeigen wird, dass die Welt nicht zusammenbricht, nur weil Cannabis erlaubt ist. Und das haben wir in Kanada gesehen. Ja. Das, was die Bundesregierung richtig gemacht hat, ist, das wissenschaftlich begleitet zu haben. Ne? Also einfach auch zu sehen, wie entwickelt sich die Kriminalität, wie entwickelt sich die Gesundheit. Ja. Und da wir müssen uns da auch offensiv mit befassen. Was ist mit potenziellen Impact für junge Erwachsene unter 25, wo das Gehirn noch nicht ausgereift ist? Wie können wir da Prävention schaffen? Und dann ist es, glaube ich, einfach eine Gewöhnungssache. Man muss sich mit dem Gedanken anfreunden, dass Cannabis nicht mehr das Teufelszeug ist. Man darf sich. Ja, aber das kommt nur daher, dass ich sage, das braucht halt Zeit. Ne? Aber du sagst, ich meine, viele dachten ja wirklich, oh Gott, das wird ja zurückgenommen und waren ja wirklich aus dem Haus. Aber so gesehen kannst du die ja schon beruhigen und sagen, ganz ehrlich, Leute, das wird auf jeden Fall passieren, wird halt Zeit in Anspruch nehmen, seid geduldig. Also ich sehe keine gesellschaftliche Mehrheit, die sagt, wir müssen das unbedingt zurücknehmen. Und das ist ja jetzt auch in der Bundesregierung, es sind ja 2 Parteien da. Ja. Und die einen sind sehr skeptisch und die anderen haben das Gesetz mitentwickelt. Ja. So, und die Überzeugung innerhalb der SPD ist schon da. Mhm. Und ich glaube auch zunehmend wächst das langsam in der CDU, dass man sagt, okay, dann lass es uns lieber regulieren. Mhm. Wir werden mit Rückschritten immer wieder leben müssen. Also es wird sicherlich eine Diskussion. Wie halt das normale Leben, ne? Es wird sicherlich eine Diskussion geben, sind die 25 Gramm, die du mittragen darfst, ist das sinnvoll oder ist das zu viel? Es wird sicherlich Diskussionen geben, so absurd sie sind, ob man 3 oder Pflanzen zu Hause anbauen muss oder ob nicht eine reicht. Ja. So, ne? Damit kannst du rechnen. Wir sehen das ja auch bei den Cannabis-Anbauvereinigungen. Jedes Bundesland macht es anders. Ja. Ne? Wir haben Bundesländer, Niedersachsen, NRW, die da sehr, sehr, sehr gut vorangehen, die auch viele Clubs genehmigt haben. Und wir haben dann halt die üblichen Verdächtigen. Wir haben in Bayern eine ganz schwierige Situation. Mhm. Aber auch da, es braucht halt einfach das Gefühl, dass du A, damit mit dem Thema keine Wahlen mehr gewinnen kannst. Und B, halt auch die Erkenntnis, dass das nicht zum Untergang des Abendlandes führt. Das ist. Ja, ich glaube, die Mehrheit
Es gab ja auch mal eine Umfrage, dass die Mehrheit der Deutschen entweder für die Legalisierung sind, die Vorständigen, oder halt neutral. Ja. Und dementsprechend Man ist muss das, halt glaub jetzt ich, gucken, ne, eine mit dem ganzen konservativen Ruck, den wir in der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern international sehen, ist ja auch, ne, wie da die Einstellung ist. Aber wir sehen das ja selbst, wenn selbst ein Donald Trump durchaus offen für Schritte in Richtung einer Liberalisierung von Cannabis ist, zeigt das ja schon, dass das Thema einfach da ist. Gibt es aber irgendein Bild oder irgendeine Schlagzeile über Cannabis, die du mittlerweile nicht mehr lesen kannst, weil du sagst, das verzerrt irgendwie mega die Wahrnehmung oder die Realität? Also ich krieg immer Ausschlag, wenn Medien das mit irgendwie Kiffen übertiteln, ne? Weil natürlich ein Patient ist kein Kiffer. Und die Verwendung dieses Begriffs ist für mich immer eine Stigmatisierung. Ne? Es ist für mich, es gibt Cannabiskonsumenten. Ein Kiffer wurde immer als abwertendes Wort für Menschen, die Cannabis konsumieren, genutzt. Ob man sich selbst da so genannt hat oder nicht, ist relativ irrelevant. Aber das ist ja immer eine Konnotierung. Und man sieht das, wenn man Medienberichterstattung sieht, wie unterschiedlich das gemacht wird. Ne? Manche sprechen eben einfach von, dann ist die Schlagzeile Kiffen auf Rezept, wo ich sage, das ist, ne, wo dann andere einfach dann auch differenzierter sind. Das klingt nach wenig, aber ich fände es wirklich schön, wenn wir eine offene Debattenkultur zum Thema hätten und einfach auch in den Medien, und wir sehen, dass das deutlich sich verändert hat. Ne? Also es gibt immer noch einige, wo du weißt, die schießen da aus allen Rohren weiterhin. Aber ich glaube, das, was ich wirklich nicht mehr sehen kann, sind diese Pauschalierungen, ne? Sondern ich möchte eher sehen, dass man sagt, okay, was bedeutet das denn, dass irgendwie die Drogenkriminalität in Deutschland nach der Cannabis-Legalisierung drastisch zurückgegangen ist? Natürlich hat das viel damit zu tun, dass irgendwie der Nutzer nicht mehr kriminalisiert wird. Aber das ist doch, also ganz ehrlich, das ist doch ein Mega-Erfolg. Ja. Das ist doch genau das, was wir wollten. Wir wollten doch alle erreichen, dass die Menschen, die konsumieren, egal ob Patient oder nicht, einfach nicht mehr kriminalisiert werden. Dann ist es endlich gerecht, ne? Genau. Und dann, ja, aber da kommt dann wieder die Ungerechtigkeit, wenn dann gesagt wird, ja, aber der Impact auf den Schwarzmarkt ist minimal. Ich sage, naja, wir reden jetzt von einem Jahr. Ja. Oder jetzt bald 2 Jahre. Aber bis das, ne? Und außerdem fehlen Elemente im System. Das ist ja auch, die sagen ja, der Impact ist gering, aber auf der anderen Seite, der Gelegenheitskonsument hat ja jetzt auch nicht wirklich seinen Weg, um sein Cannabis zu bekommen. Und auf der anderen Seite, was ich aber bemerke, dass mehr und mehr Leute halt aufgeklärt sind und wissen, absolut. Oh, okay, wenn ich mir das da von irgendeiner Quelle hole, ich kenne die Quelle nicht, ich weiß dann nicht, was passiert und irgendwie will ich es dann doch sicherer, reguliert. Aber absolut. Dann ist es schon sehr, sehr große Erkenntnis, die man und das ist ja auch eine Sache, die ich immer wieder sage, das ist so, du gehst ja auch, weiß ich nicht, bei Alkohol, gehst du ja auch nicht und sagst, hier, ich habe auf der Straße einen getroffen, der brennt selber Wodka. Von dem habe ich mir jetzt mal 2 Flaschen mitgenommen. Das, was du vielleicht machst, ist, hier mein Freund Paul von nebenan, der braut schon aus Spaß seit Jahren Bier. Von dem habe ich mir mal 2 Flaschen mitgenommen. So, ne, das ist ja das gleiche Ding. Du auch bei Alkohol gehst du doch dahin, wo du weißt, das ist ein Produkt, was irgendwie bestimmten Anforderungen. Und das ist vor allem eine ungeöffnete Flasche. Genau. Nicht so eine selbst Genau, aber und das ist, glaube ich, etwas. Und viele in der Politik hassen diesen Vergleich mit Alkohol, was ich nachvollziehen kann. Aber es ist ja ein Double Standard. Ne? Ja. Alkohol wird konsumiert. Es gibt legale Zugänge. Cannabis wird konsumiert. Und wir brauchen diese legalen Zugänge, um sicherzustellen, und dann sind wir bei Gesundheitsschutz und auch bei Jugendschutz, weil der Schwarzmarkt, den interessiert Jugend- und Gesundheitsschutz einen. Ne? Darum geht es doch, dass wir Möglichkeiten schaffen und dann bin ich mir ganz sicher, Aufklärung funktioniert, dann müssen wir das Geld halt auch investieren in wirkliche Aufklärungskampagnen. Ja. Was bedeutet es? Welche Effekte hat es? Und dann siehst du, Gott sei Dank, das ist für mich auch eine der großen positiven Entwicklungen, dass gesagt wird, wir sehen mehr und mehr Patienten, die
mit Cannabis-induzierten Problemen Mhm. zu den Ärzten kommen, wo ich sage, das ist doch super. Das ist doch genau das, was wir wollen. Die Menschen trauen sich zu sagen, du, ich glaube, ich habe ein Problem Ja. und ich gehe zum Arzt und lasse mich betreuen. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Wir brauchen doch die Menschen natürlich am besten ohne Probleme. Ganz klar. Aber mir ist es doch Aber das lieber, wäre schlecht. ja genau, aber wir wissen, dass es da ist. Und dann ist es mir doch lieber, dass wir in einer Lage sind, wo wir sagen, ich muss nicht Angst haben, mich strafbar zu machen, weil ich zum Arzt gehe und sage, ich habe ein Cannabis-Problem. Ja, und ich finde auch, und dann geht es wieder zurück in dieses Wort Kiffer, also zu sagen, ja, ich bin kein Kiffer, weil ich halt das medizinisch konsumiere, wo ich mir denke, okay, auch wenn jemand, wie gesagt, das sich selbst therapiert oder alleine zu Hause, du weißt ja nicht, welche Sorgen, Genau, mit welcher genau. Intention, um was Ja. geht's eigentlich, warum brauchst du eigentlich? Und wenn du merkst, ich versuche hier irgendwas gerade aufzuarbeiten, was ich gerade nicht kann und Cannabis hat mir auch nicht geholfen, dann, wenn du dich dann traust, zu einem Arzt zu gehen und sagen, ey, ich habe hier echt Probleme, Ja. ich komme hier nicht klar, Ja. dann hast du wirklich dieser Person geholfen, statt sie irgendwie zu Hause, keine Ahnung, zu irgendwelchen anderen Sachen greift, ganz alleine. Und da kommt dann wieder dieses Pauschalisieren ist halt das riesige Problem. Wir können eben nicht hinter die Menschen schauen und ihre Antriebe dazu. Und ich bin auch nicht in der Position und in der Lage, das zu bewerten. Ja. Und ich glaube, niemand ist das. Und deshalb, das war mein Problem mit diesem Gesetzentwurf aus dem Gesundheitsministerium jetzt, weil es einfach pauschalisiert wurde. Weil es einfach gesagt wurde, der Markt ist so groß geworden, dass wir davon ausgehen, dass das meiste irgendwie Konsumenten sind und das Missbrauch. Und das ist so eine Pauschalisierung, wo ich sage, woher nehmt ihr dieses Know-how? Und deshalb haben die gesagt, durch die Pauschalisierung wollten die praktisch Telemedizin. Genau, um weil die eben sagen, halt viele nur die wirklichen Patienten sollen Zugang haben. Und dann, da kommt wieder diese wo ich dann sage, ja, Klassifizierung. definiere für mich wirklicher Patient. Was ist für dich ein wirklicher Patient? Muss der Patient chronische Schmerzen haben? Ja. Oder ist es halt, und die Frage, die darf man stellen, finde ich, ist es halt auch der Patient mit Schlafstörungen? Ist es halt auch der Oder Patient, der kurz vorm Burnout und sich regulieren oder der mit braucht. ADHS, der sonst, der für sich weiß, dass Cannabis bei ihm hilft, aber ihm kein Arzt dabei unterstützt. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Arbeit, die ihr macht, Dirk. Ich freue mich auf jeden Fall, dein Gerechtigkeitssinn, von dem wusste ich nicht. Das ist sehr interessant. Und genau, ich habe am Ende immer noch meine Blitzfragen. Mach deine Blitzfragen. Die ich so stelle. Warte mal, meine Blitzfragen. Größter Mythos rund um Cannabis? Hof zur Hölle. Dein erster Kontakt mit Cannabis, positiv oder negativ? Positiv auf dem Balkon meines Elternhauses. Was würdest du Jugendlichen gern über Cannabis sagen in einem Satz? Informiert euch. Apotheke oder Fachgeschäft oder was ganz anderes? Ein Mix aus allem. Größter Mythos rund um die Teillegalisierung? Größter Mythos rund um die Teillegalisierung ist, dass es eine Legalisierung war. Es war keine Legalisierung, es ist eine Liberalisierung. Weil wir sind nicht an der Legalisierung, also die Legalisierung ist nicht zu Ende. Die kommt noch, Leute. Geduldet euch. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist das Stigma rund um Cannabis noch? 1 gering und 10 ganz viel. Ich glaube, wir haben das gesamte Spektrum. Wir haben viele Menschen noch, da ist es eine 11. Wir haben aber auch einen wachsenden Teil und ich glaube, die Mehrheit der Gesellschaft, wo wir eher bei 4, 5 liegen. Cool. 4, 5 auf jeden Fall cool. Ja, nicht die 11. 3 Wörter für den aktuellen Cannabismarkt in Deutschland. Den aktuellen Cannabismarkt in Deutschland? Was mal, den medizinischen, den... Alles. Starkes Wachstum, hohes Interesse von Patienten und Konsumenten. Und jetzt in 3 Wörtern. Okay, in 3 Wörtern. Überrascht, Ja? schnell, immer in Gefahr. Und jetzt nochmal in 3 Wörtern. Überrascht, schnell, Gefahr. Ja, jetzt haben wir die 3 Wörter. Mann, so ist es. Also Gefahr für den Markt, nicht... Aber das ist manchmal so ganz interessant, weil dann muss man praktisch alle seine Gedanken sortieren und so auf den Punkt, okay, was denke ich jetzt eigentlich gerade über diesen Markt? Deshalb mag ich es. Ja, aber es hat mich wirklich überrascht, dass es so stark geworden ist.
und dass es schnell, wirklich schnell ging. Mhm. Und die Gefahr ist halt einfach wirklich, dass es überbordet, dass es zu groß wird Mhm. und damit der politische Druck zu handeln einfach so groß ist, dass wir irgendeinen Kram kriegen, mit dem wir 2, 3 Jahre, 4, 5 Jahre zurückgeschmissen werden. Mhm. Ich bin aber ein Mensch, ich bin immer optimistisch. Ich auch. Sonst würden wir das nicht schaffen. Und du bist ja Vorstand im Branchenverband, deshalb bin ich umso optimistischer mit deinem Gerechtigkeitssinn. Wenn sich die Leute nur eine Sache aus dem Podcast merken sollen mit dir heute, welche wäre das? Gibt Politikern Zeit. Oh. Wirklich. Es sind auch hart arbeitende Menschen. Die meisten meinen es wirklich, wirklich gut. Mhm. Und das ist ein verdammt schwieriger Job. Danke, Hab Verständnis für Jack. dich. Ja, Verständnis, und auf der anderen Seite haben wir ja auch schon erste Änderungen. Also die Tatsache, dass du mit 25 Gramm einfach so rumlaufen darfst, dass du in eine Anbauvereinigung gehen kannst, dass Cannabispatienten ihr medizinisches Cannabis viel leichter verschrieben bekommen, das sind schon große Fortschritte, und den Rest, da darf man mit Geduld und Zeit. Kommen wir auch noch hin. Lass uns das Wichtigste zusammenfassen. Die Teillegalisierung war ein erster Schritt, aber ist noch lange nicht das Ziel. Viele Dinge sind noch unklar. Regeln, Abläufe, Zuständigkeiten. Am Ende geht es aber um etwas viel Größeres. Lieber sauberes, kontrolliertes Cannabis als unsichere Ware von der Straße. Und aktuell zeigt sich auch, der legale Zugang ist für viele Menschen noch komplizierter als der Schwarzmarkt. Genau das ist eine der größten Herausforderungen der aktuellen Regelung. Wie es mit Cannabis in Deutschland weitergeht, hängt davon ab, wie Politik, Behörden und Branche jetzt damit umgehen. Und eines ist klar, das Thema ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal, damit du keine neue Folge verpasst, und kommentiere mal, welche Themen du hier in diesem Podcast sehen möchtest. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf dich.